Ein Wochenende mit Jonas. Jonas ist ein junger Mann, der in Köln lebt. Frühmorgens, genauer gesagt kurz vor 6 Uhr, klingelt sein Wecker. Üblicherweise steht er um diese Zeit auf, weil er zur Arbeit muss, aber heute ist sein letzter Arbeitstag vor dem Wochenende. Sogleich springt er aus dem Bett und geht ins Bad. Zuerst putzt er sich die Zähne, anschließend duscht er schnell. Meistens trinkt er morgens Kaffee, doch dieses Mal nimmt er nur Wasser, da er ausnahmsweise unter Zeitdruck steht. Gegen 6:30 zieht er sich rasch an und packt seine Tasche. Ungefähr um 7 Uhr verlässt Jonas die Wohnung. In aller Regel fährt er mit der Straßenbahn, die normalerweise ziemlich pünktlich ist. Währenddessen schaut er auf sein Handy und liest die neuesten Nachrichten. Hin und wieder schreibt sein Freund Tim ihm bereits am Morgen. Und heute ist es wieder so. Tim fragt: Treffen wir uns heute Abend? Jonas antwortet kurz: Ja, gegen 8 im Café. Tim schreibt zurück: Super, bis dann. Beinahe um 7:30 kommt Jonas im Büro an. Dort arbeitet er als Verkäufer in einem kleinen Laden. Während des Vormittags ist viel los. Um genau 9 Uhr hilft Jonas Kunden, die Jacken kaufen möchten. Dazwischen räumt er Regale auf und trinkt ab und zu Wasser. Gelegentlich plaudert er mit seiner Kollegin Anna. Heute fragt sie: Was machst du am Wochenende? Jonas sagt: Morgen gehe ich spazieren und heute Abend treffe ich Tim. Anna nickt. Klingt gut, ich fahre demnächst zu meiner Schwester. Exakt um 10 Uhr macht Jonas eine kurze Pause und isst einen Apfel. Gegen Mittag wird es ruhiger im Laden. Um Punkt 12 isst Jonas in der Küche ein Sandwich. Während er isst, denkt er an das bevorstehende Wochenende. Nach dem Essen arbeitet er zunächst weiter und ungefähr um 2 Uhr kommt ein Großkunde. Jonas zeigt ihm Schuhe und berät ihn ausführlich. Gegen 3 Uhr ist der Kunde zufrieden und kauft 2 Paar. Jonas freut sich, denn ab und zu macht die Arbeit richtig Spaß. Am Nachmittag räumt er noch ein wenig auf. Und um 5 Uhr ist endlich Feierabend. Kurz nach 6 Uhr ist Jonas daheim und legt seine Tasche ab. Zuerst macht er sich einen Tee, weil er heute ziemlich müde ist. Danach kocht er Nudeln mit Soße. Um 7 Uhr genießt er sein Essen und schaut nebenbei eine Serie. Pünktlich um 8 Uhr trifft er Tim im Café. Tim sagt: Hallo, wie war dein Tag? Jonas antwortet: Heute war viel los, aber jetzt bin ich froh, hier zu sein. Tim lacht. Ja, freitags ist fast immer viel zu tun. Später, so gegen 9 Uhr, bestellen sie Kaffee. Tim erzählt: Letzte Woche war ich in Bonn. Es war toll. Jonas sagt: Vielleicht fahren wir beim nächsten Mal zusammen. Sie plaudern noch eine Weile und bald darauf, um kurz vor 10, sagt Tim: Ich gehe gleich. Morgen früh muss ich aufstehen. Jonas nickt. Okay, bis nächste Woche. Nachdem Tim sich verabschiedet hat, fährt Jonas nach Hause. Gegen 11 Uhr liegt er bereits im Bett und schläft sogleich ein. Am Samstagmorgen, genauer gegen 9 Uhr, wacht Jonas auf. Normalerweise schläft er am Wochenende länger, doch diesmal möchte er den Tag richtig nutzen. Sofort macht er sich einen Kaffee. Denn insbesondere an Wochenenden trinkt er ihn gern. Um 9:30 frühstückt er Brot mit Marmelade. Währenddessen liest er die Zeitung. Manchmal ruft seine Mutter zu dieser Uhrzeit an, aber heute bleibt es still. Rund um 11 Uhr beschließt er, spazieren zu gehen. Gegen Mittag macht Jonas sich auf den Weg in den Park. Exakt um 12 Uhr setzt er sich auf eine Bank und beobachtet die Enten. Dort schreibt er Tim: Gestern war schön, danke. Tim antwortet kurz: Ja, heute Abend können wir telefonieren. Jonas freut sich schon. Nachmittags schlendert er weiter und genießt die Sonne. Um circa 2 Uhr kauft er sich ein Eis und setzt sich erneut hin. Zwischendurch denkt er an die Arbeit, aber an diesem Tag will er einfach entspannen. Um 3 Uhr kehrt Jonas nach Hause zurück. Endlich daheim, trinkt er Wasser und ruht sich kurz aus. Gegen 4 Uhr beginnt er, die Wohnung aufzuräumen. Zuerst saugt er den Boden, anschließend wischt er den Tisch. Hin und wieder erledigt er das lieber nachmittags, weil er vormittags keine Lust hat.
Um 5 Uhr ist alles fertig und er macht es sich auf dem Sofa bequem. Später kocht er eine Suppe mit Gemüse. Um 6 Uhr isst er in Ruhe und schaut eine Serie. Am Abend, genauer um 7 Uhr, ruft Tim an. »Hey, was machst du gerade?« fragt Tim. Jonas antwortet, »Ich habe gerade gegessen. Und du?« Tim sagt, »Ich war heute Morgen bei meinen Eltern, bin aber inzwischen zurück.« Sie reden eine ganze Weile und um 8 Uhr sagt Tim, »Morgen gehe ich joggen. Kommst du mit?« Jonas überlegt kurz, »Ja, so gegen 9?« Tim stimmt zu. Bis dann. Nach diesem Telefonat liest Jonas ein Buch. Gegen 9 Uhr wird er müde und macht sich fürs Bett fertig. Bevor er das Licht ausmacht, putzt er sich die Zähne und zieht seinen Schlafanzug an. Um 10 Uhr liegt er bereits gemütlich im Bett und denkt an den Tag. Heute war recht ruhig und am nächsten Morgen wird er zeitig aufstehen müssen. Schließlich schläft er ein. Früh am Sonntag, genauer um 8 Uhr, klingelt sein Wecker. Jonas steht sogleich auf und bereitet Kaffee zu. Um 8:30 zieht er seine Sportsachen an. Pünktlich um 9 Uhr trifft er Tim im Park. »Guten Morgen«, ruft Tim. Jonas grinst. »Ich bin heute schon richtig wach.« Sie joggen ungefähr 1 Stunde lang. Währenddessen reden sie über die vergangene Woche. Kurz nach 10 gönnen sie sich eine Pause. Tim sagt, »Letzten Monat habe ich das noch nicht geschafft, aber inzwischen fühlt es sich gut an.« Jonas nickt. »Ja, nächste Woche wiederholen wir das.« Daraufhin gehen beide nach Hause. Jonas duscht und isst um 12 Uhr zu Mittag. Am Nachmittag entspannt sich Jonas. Um 2 Uhr liest er weiter in seinem Buch. Später, etwa gegen 4 Uhr, erhält er Besuch von seiner Schwester Lisa. »Hallo«, begrüßt sie ihn. »Was hast du gestern gemacht?« Jonas erzählt, »Gestern war ich im Park und heute Morgen habe ich gejoggt.« Lisa sagt, »Vielleicht komme ich nächstes Mal mit.« Sie trinken zusammen Tee und plaudern ausgiebig. Um 6 Uhr geht Lisa und Jonas kocht sich eine leichte Mahlzeit. Abends schaut er erneut eine Serie. Um 9 Uhr fühlt er sich müde und beschließt, ins Bett zu gehen. Zuvor wirft er noch einen Blick aus dem Fenster. Der Himmel ist sternenklar. Schließlich legt er sich hin und denkt zufrieden an sein gelungenes Wochenende. Wenig später schläft er friedlich ein. Ein neuer Anfang für Paul. Paul ist ein junger Mann, der in Hamburg lebt. Früh am Freitagmorgen, genau um 6 Uhr, klingelt sein Wecker. Üblicherweise steht er um 7 auf, aber heute ist ein großer Tag. Er zieht um. Ohne zu zögern steht er auf und geht ins Bad. Zuerst putzt er sich die Zähne, danach wäscht er sein Gesicht. Oft trinkt er morgens Kaffee, doch diesmal nimmt er nur Wasser, weil er sehr nervös ist. Gegen 6:30 zieht er alte Kleidung an, da er später Kisten schleppen wird. Gegen 7 Uhr beginnt Paul, die letzten Sachen zu packen. In den letzten Tagen hat er regelmäßig bereits ein paar Kisten vorbereitet, aber heute muss alles endgültig fertig werden. Vorher ruft er seinen Freund Mark an. »Hallo«, sagt Paul. »Kommst du um 8?« Mark antwortet, »Ja, pünktlich bin ich da.« Paul ist erleichtert, denn allein kann er die Möbel nicht tragen. Um 7:30 schafft er schon einmal die ersten Kisten zur Haustür. Pünktlich um 8 Uhr taucht Mark auf. »Hallo«, sagt er. »Bist du schon fertig?« Paul lacht. »Nein, gerade packe ich noch die letzten Dinge.« Gemeinsam verladen sie Kisten ins Auto. Während sie arbeiten, unterhalten sie sich. Mark fragt, »Warum ziehst du eigentlich um?« Paul antwortet, »Letzte Woche habe ich eine größere Wohnung gefunden.« Mark nickt. »Vielleicht helfe ich dir morgen auch beim Einrichten.« Paul freut sich. »Das wäre super.« Vormittags verstauen sie alles im Auto. Um 9 Uhr brechen sie auf. Unterwegs hören sie Musik und lachen. Gegen 10 Uhr kommen sie bei der neuen Wohnung an. Zuerst tragen sie die Kisten hinein, danach folgen die Möbel. Manchmal ist es anstrengend, aber heute macht es Spaß, weil sie gut zusammenarbeiten. Um 11 Uhr legen sie eine Pause ein.
Paul holt Wasser und Mark meint, später können wir Pizza bestellen. Paul stimmt zu. Ja, mittags essen wir. Mittags, genau um 12 Uhr, rufen sie beim Pizzaservice an. Während sie warten, machen sie es sich auf dem Boden bequem, da der Tisch noch nicht steht. Um 12:30 trifft die Pizza ein und sie essen gemeinsam. Mark erkundigt sich, wie findest du die Wohnung jetzt? Paul sagt, heute sehe ich sie zum ersten Mal richtig und sie ist toll. Nach dem Essen räumen sie weitere Kisten aus. Um 2 Uhr bauen sie das Bett auf. Zwischendurch trinkt Paul Wasser, denn er fühlt sich erschöpft. Nachmittags arbeiten sie unermüdlich weiter. Um 3 Uhr stellt Paul den Schrank im Schlafzimmer auf. Ab und zu fragt Mark, wohin soll das? Paul antwortet, dort in die Ecke. Gegen 4 Uhr ist der Schrank fertig. Später hängen sie Bilder an die Wand. Um 5 Uhr sagt Mark, ich muss gleich gehen. Heute Abend treffe ich meine Schwester. Paul versteht. Danke für die Hilfe. Kommst du morgen wieder? Mark nickt. Um 9 bin ich hier. Nachdem Mark gegangen ist, macht Paul alleine weiter. Um 6 Uhr baut er den Tisch auf. Abends kocht er Nudeln, denn heute hat er großen Hunger. Um 7 Uhr isst er und schaut nebenbei aus dem Fenster. Die neue Straße gefällt ihm sehr. Um 8 Uhr räumt er die Küche ein. Zuvor spült er die Teller, daraufhin sortiert er sie in den Schrank. Um 9 Uhr setzt er sich erschöpft aufs Sofa. Nach kurzer Zeit wird er müde und geht ins Bad. Um 10 Uhr schläft er sofort ein. Früh am Samstagmorgen, genau um 8 Uhr, wacht Paul auf. Normalerweise würde er länger schlafen, doch heute möchte er die Wohnung fertig bekommen. Sogleich macht er sich einen Tee, denn samstags mag er das besonders. Um 8:30 frühstückt er Brot mit Käse. Während er isst, schickt er Mark eine Nachricht. Kommst du pünktlich? Mark antwortet kurz, ja, um 9. Gegen 9 Uhr klingelt es und Mark tritt herein. Guten Morgen, ruft Mark. Was steht heute an? Paul erklärt, vormittags richten wir das Wohnzimmer ein. Zuerst stellen sie das Sofa auf, danach platzieren sie den Fernseher. Um 10 Uhr bringen sie Vorhänge an. Zwischendurch trinken sie Wasser. Hin und wieder müssen sie lachen, weil Paul einen Vorhang falsch herumhält. Um 11 Uhr ist das Wohnzimmer fertig. Mark sagt, später könnten wir noch den Balkon machen. Paul stimmt zu. Ja, nachmittags. Mittags kochen sie zusammen. Um 12 Uhr gibt es Suppe mit Brot. Während sie essen, sprechen sie über die neue Wohnung. Paul meint, gestern war es sehr anstrengend, aber jetzt fühle ich mich schon zu Hause. Mark fragt, hast du letzte Woche Möbel gekauft? Paul bestätigt. Ja, vorher war ich im Laden. Um 1 Uhr räumen sie ab und gehen auf den Balkon. Nachmittags, genau um 2 Uhr, stellen sie einen Tisch und Stühle hinaus. Dort trinken sie Tee und genießen die Sonne. Um 3 Uhr pflanzt Paul Blumen in Töpfe. Etwas später sagt Mark, morgen kann ich gern wieder vorbeikommen, falls du noch Hilfe brauchst. Paul lacht. Mal sehen, heute haben wir schon viel geschafft. Gegen 4 Uhr verabschiedet sich Mark. Paul bleibt noch auf dem Balkon und liest ein Buch. Um 5 Uhr geht Paul in die Wohnung. Endlich ist fast alles fertig. Um 6 Uhr kocht er Reis mit Gemüse. Abends isst er und schaut eine Serie. Um 8 Uhr ruft ihn seine Mutter an. Hallo, fragt sie. Wie ist die neue Wohnung? Paul antwortet, heute habe ich richtig viel erledigt. Sie gefällt mir super. Sie sagt, morgen besuche ich dich, einverstanden? Paul freut sich. Klar, um 11? Sie bestätigt, bis dann. Um 9 Uhr fühlt sich Paul müde. Bevor er ins Bad geht, räumt er noch die Küche auf. Danach macht er sich bettfertig. Um 10 Uhr liegt er im Bett und denkt über den Tag nach. Schließlich schläft er ein, zufrieden mit seinem neuen Zuhause. Früh am Sonntagmorgen, genau um 9 Uhr, wacht Paul auf. Normalerweise würde er länger liegen bleiben, aber heute kommt seine Mutter zu Besuch.
Sofort setzt er Kaffee auf. Um 9:30 frühstückt er und räumt ein wenig auf. Pünktlich um 11 Uhr klingelt es. »Hallo«, ruft seine Mutter. »Sieht ja klasse aus.« Paul lächelt. »Gestern habe ich den Balkon eingerichtet.« Gemeinsam trinken sie Kaffee und unterhalten sich ausgiebig. Mittags kochen sie etwas und nachmittags genießen sie einfach den Tag in der neuen Wohnung.